Willkommen zu einem weiteren Experiment mit unserem 388 Watt Lüfter. Übrigens hat PCGH in Gefahr unter dieser Adresse einen eigenen YouTube-Kanal, den ihr gerne abonnieren dürft, wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid oder versprecht, selbst unter der Aufsicht eurer Eltern nichts nachzumachen. Doch nun zurück zum eigentlichen Thema. Dass unser 388 Watt Lüfter stark genug ist, um zu fliegen, haben wir bereits in der letzten Folge demonstriert. Auch verstrahltes Gemüse ist für den IBM Papstlüfter kein Problem und kann gehäckselt werden. Doch keine Angst, wir führen jetzt keine neuen Gemüseexperimente durch, da sich unsere Praktikanten langsam weigern, die Sauerei wieder sauber zu machen. Man glaubt es kaum, aber Lüfter sind primär zum Kühlen da. Und diese letzte, eher unbedeutende Eigenschaft wollen wir jetzt mal auf die Probe stellen, nachdem sich viele PCGH in Gefahr-Zuschauer so einen Test gewünscht haben. Dazu wollen wir ausprobieren, ob der gewaltige Luftstrom ausreicht, um einen Intel Core i7 477K ohne Kühlblock nur mit dem vorhin gezeigten Lüfter zu kühlen. Zunächst wollen wir aber mal feststellen, wie warm eigentlich der 477K mit einem normalen Kühlblock wird. Dazu haben wir jetzt hier mal diese Software gestartet und sehen hier je nach Kern so zwischen 14 und 16 Grad. Neben mir steht jetzt Carsten Spille und er hat bei PC Games Hardware die Fachbereiche Grafikkarten und Prozessoren zu verantworten. Und seine Hobbys sind Waschen, Sammeln und manchmal auch Benchmarken. Und Benchmarken, okay, ja. Ja, von Grafikkarten und Prozessoren. Carsten, vermutlich werden wir jetzt von vielen Zuschauern verflucht, weil wir das Leben dieses hochwertigen Intel-Prozessors aufs Spiel setzen, obwohl wir auch einen AMD-Prozessor hätten nehmen können. Ja, da hast du vermutlich recht, aber ich glaube, die Schutzschaltungen von aktuellen Prozessoren, die sind inzwischen so weit ausgereift, dass wirklich das größte Risiko heute hier besteht, dass die Leser ihre verbalen Flammenwerfer auspacken und uns dafür verdammen, hier teure Hardware in Videos zu verheizen, die wir ihnen auch hätten schenken können. Ja, stimmt, schenken. Wieso schenkt mir eigentlich keiner diesen Prozessor? Willst du ihn haben? Ja, gerne. Ja, nimm mit. So, Carsten, der PC läuft zwar noch, aber baue jetzt trotzdem einfach mal den Kühler ab. Dann können wir hier mal sehen, was mit dem Core Speed passiert. Vielleicht braucht er ja überhaupt keine Kühlung, das ist nur Marketing, bla bla bla. Und deswegen wäre dann dieser 388 Watt Lüfter ja überflüssig. Jetzt gucken wir mal, tu mal weg. Carsten, das geht doch nicht so, Mensch. Was denn? Einmal mit Profis arbeiten. Hier immer noch 3,9 GHz. Ja, sieht gut aus, läuft. Kannst du mal den Finger drauf tun, ob der irgendwie warm wird? Ja. Na, nicht mein Finger. Also hallo, geht's noch? Also man sieht, man braucht überhaupt keinen Lüfter oder Kühler, um den Prozessor überhaupt zu betreiben. Läuft hier einwandfrei. Jetzt starte doch mal genau den Cinebench R15. Was passiert? Wird es sich in Flammen auflösen oder nicht? Das ist die große Frage. 70 Grad. Ey Carsten, du machst jetzt den Cinebench zu. Ja, wir wollen ja auch nicht kaputt machen, bevor wir die Lüfter ausprobiert haben. Ach so, ja stimmt, da war noch was. Also gut, dann bauen wir jetzt einfach mal diese Platine da ein und gucken dann weiter. So, das Experiment ist gestartet. Der Luftwirbel ist hier schon beachtlich, selbst wenn man daneben steht. Wow. Er kühlt den Prozessor sogar runter, das ist wirklich erstaunlich. Jetzt sind wir bei 27 Grad Celsius. Jetzt starten wir mal den Cinebench, um etwas CPU-Auslastung zu erzielen. Der Prozessor hat sich jetzt aber auf 2,6 GHz runtergetaktet. Also man sieht, es wird ihm doch ein bisschen zu warm. 2,4 GHz. So, jetzt schalten wir den Lüfter mal aus und gucken, was dann passiert. Komplett ohne Kühlung, ob das überhaupt was gebracht hat. Wir sind jetzt hier gerade bei 2 GHz und einer Temperatur ja, von so 85 Grad. Jetzt sieht man, ohne Lüfter geht er jetzt auf 1,4 GHz runter. Und die Temperatur bleibt so bei 84 auf 85 Grad. Jetzt geht er sogar nur auf 900 MHz runter. Also der Lüfter bringt tatsächlich etwas.
Auch wenn er dann nicht mehr mit 3,5 GHz betrieben werden kann. Es riecht auch noch nicht verschmort. Gut, an dieser Stelle brechen wir jetzt mal ab. Pendelt sich hier bei 800 MHz ein und die CPU-Temperatur liegt ungefähr bei 85 Grad Celsius. Aber auf jeden Fall, der Lüfter hat etwas gebracht. So, das abschließende Fazit. Dieser Lüfter gehört mit seiner Kühlleistung definitiv in jeden Haushalt. Einzige Ausnahme, Chuck Norris. Denn der Rechner von Chuck Norris bleibt auch so kühl, aus Respekt.